Gefahren wird mit dem Skevo Bro im sogenannten Fahrmodus. Um mit deinem Bro in den Fahrmodus zu wechseln, tippst du in der App auf das Eichhörnchen, das auf der Nuss balanciert, und hältst dabei deinen Finger auf dem Display gedrückt, bis der Kreis um das Eichhörnchen sich ganz schließt. Nun hebt dein Bro Raupen- und Stützräder an und du balancierst auf den 2 Haupträdern und bist bereit, um loszufahren. Du fährst deinen Bro durch Bewegen des Joysticks. Bewege den Joystick nach vorne, um vorwärts zu fahren. Lasse den Joystick los, um anzuhalten. Und bewege ihn zurück, um rückwärts zu fahren. Beim Rückwärtsfahren wird dir in der App automatisch die Rückfahrkamera eingeblendet. Mit deinem Bro bist du auch in sehr engen Platzverhältnissen mobil. Und weil er auf nur 2 Rädern fährt, kannst du sehr enge Kurven fahren und sogar an Ort und Stelle drehen. Um normal anzuhalten, lässt du den Joystick einfach los. Willst du jedoch schnell anhalten, so ziehst du den Joystick während dem Fahren nach hinten. So löst du die Vollbremsung aus. Über die App kannst du die maximale Geschwindigkeit einstellen. Wir empfehlen für das Fahren in Innenbereichen eine niedrige und im Freien eine etwas höhere Geschwindigkeit zu wählen. Für das Balancieren im Fahrmodus orientiert sich dein Bro am zuletzt gespeicherten Schwerpunkt. Dein Schwerpunkt kann sich verändern, wenn du eine andere Sitzhaltung einnimmst oder wenn du eine der Sitzeinstellungen von deinem Bro veränderst. Denke daran, deinen Schwerpunkt anschließend erneut zu kalibrieren, indem du in der App auf das Symbol unten rechts und dann auf Schwerpunkt kalibrieren tippst. Dadurch werden auch die Sitzeinstellungen deines Bros auf die aktuell eingestellte Position gespeichert. Beachte, dass dein Bro auch auf plötzliche Gewichtsveränderungen reagiert. Fahre Schwellen immer gerade und mit gemäßigtem Tempo an. Lasse unmittelbar, bevor die Haupträder die Schwelle berühren, den Joystick los. So stellst du sicher, dass dein Bro mit dem verbleibenden Schwung die Schwelle überquert und danach nicht ungewollt beschleunigt. Um eine Schwelle herunterzufahren, fährst du gerade und langsam auf diese zu. Unmittelbar vor dem Schwellenende lässt du den Joystick los und lässt dich vom verbleibenden Schwung über die Schwelle herunterrollen. Die maximale Schwellenhöhe, die du mit deinem Bro im Fahrmodus hoch- oder runterfahren kannst, beträgt 5 cm. Höhere Hindernisse überwindest du im Treppen- oder im Raupenmodus. Freistehende Schwellen und Hindernisse, wie zum Beispiel ein Ast oder eine Bodenwelle, überwindest du mit demselben Vorgehen wie normale Schwellen. Auch hier beträgt die maximale Schwellenhöhe, die du im Fahrmodus überwinden kannst, 5 cm. Es ist wichtig, mit deinem Bro Hindernisse nicht zu schnell zu überfahren. Mit deinem Bro kannst du im Fahrmodus Steigungen und Gefälle von maximal 6 Grad befahren. Mit der Zeit wirst du ein Auge für die 6 Grad entwickeln. Bist du unsicher, ob eine Steigung für den Fahrmodus geeignet ist, so befahre sie sicherheitshalber im Raupenmodus. Möchtest du während dem Hochfahren einer Steigung anhalten, so denke daran, dass dein Bro etwas zurückrollt, um dich zu balancieren. Willst du längere Zeit in einer Steigung halten, so empfehlen wir dir, dass du dich schräg zum Hang drehst, um die Motoren zu entlasten, da diese sonst nach einer Weile überhitzen könnten. Beim Herunterfahren eines Gefälles ist Bros Bremsweg verlängert. Fahre deshalb mit gemäßigtem Tempo, um gegebenenfalls zügig anhalten zu können. Beim Wechsel in den Fahrmodus versucht dein Bro über dem zuletzt gespeicherten Schwerpunkt zu balancieren. Hast du deine Sitzposition oder Bros Sitzeinstellungen zwischendurch verändert?
So kann es sein, dass dein Bro auf dem zuletzt gespeicherten Schwerpunkt nicht mehr balancieren kann. Dein Bro wird in diesem Fall sicherheitshalber den Wechsel in den Fahrmodus abbrechen. Tippe in der App auf In Parkmodus wechseln und ziehe dann den Joystick zurück, um deinen Bro wieder in den Parkmodus zu bewegen. Nehme deine normale Sitzposition ein, sitze ruhig und wechsle erneut in den Fahrmodus. Solltest du einmal die Kontrolle über deinen Bro verlieren oder sollte einmal aufgrund der Straßenverhältnisse keine kontrollierte Fahrt mehr möglich sein, so kannst du jederzeit, auch während du fährst, die Einschalttaste betätigen, um eine Notausschaltung auszulösen. Dein Bro wird daraufhin sofort anhalten und in den sicheren Parkmodus wechseln. Um die Fahrt fortzusetzen, schaltest du den Bro wie gewohnt ein mit dem Drücken der Einschalttaste. Am Ende deiner Fahrt wechselst du zurück in den Parkmodus, indem du in der App auf das sitzende Eichhörnchen tippst. Dein Bro fährt die Raupen und die Supporträder wieder aus.